sitzen heute hier im Joseph Mountain Resort in Pfalz-Sieben, also den Bergen ganz, ganz nahe. Und es geht natürlich um Hec de Alps. Und es freut mich, dass heute der Michael und die Patricia hier bei uns sind. Und wir werden natürlich gleich mal erzählen, was es denn mit diesem Hackathon auf sich hat. Bitte schön, Patricia, wie seid denn ihr dazu gekommen? Also hier in Südtirol, als ich vor 2 Jahren zurückgekommen bin nach Südtirol, zuerst war ich in Deutschland beim Arbeiten und da habe ich mir gedacht, ja, so ein Hackathon, ich war in verschiedenen Hackathons, wie in Las Vegas oder in Zürich oder Stuttgart, aber der Wow-Hackathon, genau den wollten wir machen, deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir so ein Wow-Hackathon auf die Beine stellen. Und was konkret ist jetzt so ein Hackathon? Also kreative Köpfe setzen sich zusammen und in kurzer Zeit arbeiten sie an ein Next Big Thing. Also was können wir mit den neuesten Technologien machen? Wie können wir die intelligent verknüpfen? Ja, und wie viele Stunden verbringt ihr dann so vor dem Computer? Ja, kurz gesagt viel zu viele. Zusammen mit Arbeit und dann noch zusätzlich Vereinstätigkeiten und so weiter, das sind schon 50, 60 Stunden wahrscheinlich in der Woche, dass wir wirklich vor dem Computer sind. Weil es ist ja wirklich auch so, ihr sucht euch den Ausgleich in der Natur, in den Bergen. Deshalb vielleicht auch so die ganze Thematik Hec de Alps. Erzähl mal, wenn ihr zusammen Radfahren geht, was passiert denn da? Wo sind eure Gedanken dann? Also wir selber lieben die Natur und sind gerne in den Bergen, einfach um auch einen Ausgleich zu bekommen, aber eben auch hilft es uns einfach kreativ nachzudenken. Sie lieben das, was sie tun und ich sage schon mal Stichwort 2020. Der nächste Hackathon hier in Südtirol, Hec de Alps. Erzähl uns mal, Michael, wie geht's dazu? Also im 1. Juli-Wochenende 2020 findet die 2. Edition von unserem Hackathon statt. Wir sind wieder auf dem Kronplatz, im selben Ort. Ja, am Kronplatz gibt es nicht nur im Winter viele Möglichkeiten, da gibt es auch im Sommer viele Attraktionen. Zum Beispiel steht direkt vor dem Restaurant ein Bungee-Trampolin, das heißt, man wird an Bungee-Seilen befestigt und kann dann Rollen machen. Dafür haben wir dann auch wieder Tickets für unsere Teilnehmer. Wir können auch noch zudem Leistungen anbieten, wie zum Beispiel Downhill-Fahren oder Mountainbiken. Und genau das braucht man als Softwareentwickler. Man kann nicht 36 Stunden durchprogrammieren. Da braucht man kurze sozusagen Slots, wo man rausgeht, einfach kurz mal abschalten kann, in die frische Luft rausgeht und da auch eben die Möglichkeiten nutzt, damit man dann wieder mit voller Frische und vollen Elan wieder zurück zur Problemstellung gehen kann, damit man den Prototypen erfolgreich umsetzen kann. Gut. Zudem eine nächste Besonderheit von eurem Hackathon ist von Entwickler für Entwickler. Genau, also wir sind alle vom Verein, alle passionierte Softwareentwickler. Wir lieben das, was wir tun. Also unser Organisationsteam besteht aus 4 Mitgliedern, also die Patricia und ich, Michael, wir wohnen hier in Südtirol. Die Miriam ist eigentlich auch ursprünglich aus Südtirol, arbeitet auch mittlerweile in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Und der 4., der Robert, der ist aus Deutschland und der wohnt in Karlsruhe und arbeitet dort. Michael, welchen Vorteil genießen denn die Sponsoren, wenn wir auch so ein bisschen auf das letzte Jahr zurückschauen? Ja, also wir haben das Feedback vom letzten Jahr aufgearbeitet und auch selbst analysiert, was kann man besser machen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Sponsoren jetzt mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, sie machen jetzt ihre Challenges und können jetzt selbst über die Preisverleihung und so weiter entscheiden, sind da viel freier. Zudem haben wir neue Räumlichkeiten, das heißt, wir haben ein größeres Platzangebot, eine bessere Sichtbarkeit der Sponsoren ist gewährleistet und es ist einfach ein noch einladenderer Raum. Und zudem haben wir jetzt noch ein professionelles Social-Media-Team engagiert, was uns zu einer wesentlich größeren Sichtbarkeit im Social-Media-Bereich verhilft und uns da generell unterstützt, weil das war unser Schwachpunkt und da haben wir uns jetzt eben professionelle Unterstützung geholt. Wie ist es denn mit dem Vorjahressieger? Weiß man, wo die jetzt gelandet sind? Ja, die Vorjahressieger, die haben ja das Paket nach San Francisco gewonnen, eine Reise nach San Francisco, wo sie in verschiedene Firmen Einblick zu halten. Wie funktioniert dort das Startup-Leben, wie funktionieren dort die Firmen, wie generieren die vielleicht die Ideen, dass sie einfach einen direkten Austausch mit Silicon Valley-Leute sozusagen bekommen und diesen Spirit wieder nach Europa zurückbringen und in ihren eigenen Startups sozusagen umsetzen können. Für 2020 unter anderem ein Start-up-Paket. Michael, erzähl uns ein bisschen davon. Ja, wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass einige Firmen zwar interessiert waren, aber kleine Startups können sich es teilweise dann nicht leisten oder wollten das Geld sonst investieren.
Und deswegen, um auch diese zu fördern, haben wir gesagt, wir machen so kleine Start-up-Pakete. Das heißt, diese Startups können kostenfrei teilnehmen. Sie müssen sich bei uns bewerben. Wir entscheiden, ob es zum Thema passt und ob es wirklich ein Startup ist. Und danach können die Startups dann sich selbst über Social Media sozusagen promoten. Und die Startups, die am meisten Likes haben und am meisten geteilt werden, werden dann am Ende effektiv bei uns am Hackathon teilnehmen können. IoT in the Alps, Internet der Dinge, ist das Thema für den kommenden Hack the Alps, Hackathon sozusagen. Gib vielleicht den Startups ein paar Ideen mit. Also was ist IoT? Ist Internet der Dinge, Internet of Things. Das ist ein sehr interessantes Themenbereich, weil heutzutage werden alltägliche Dinge immer mehr vernetzt. Genau das wollen wir den Firmen auch näher bringen. Wie können sie ihre Unternehmensideen oder Prozesse, ihre Produkte mit IoT enablen? Was macht Sinn? Einfach kreativ mal drüber nachdenken. Wie können wir mit neuester Technologie unsere Produkte noch besser positionieren auf dem Markt? Und das ist eben wirklich an dem Wochenende, was passieren soll. Firmen, lasst euch inspirieren, Teilnehmer, seid ideenreich, probiert aus, was geht und let's hack. Super, ich glaube, ein treffendes Schlusswort. Wir sagen damit auch schon ein liebes, nettes Dankeschön an euch beide, an den Michael, an die Patricia. Ich wünsche euch ganz tolle Vorbereitungsarbeit und ich habe schon gesehen, ihr habt jede Menge zu tun. Dankeschön und let's do it. Danke.